Hallo liebe Freunde, bekanntermaßen führen ja viele Wege nach Rom, aber wusstet ihr auch, dass viele Wege ins Waldlabyrinth führen? Und jetzt sagt nur, ihr kennt das Waldlabyrinth noch nicht. Na dann würde ich mal sagen, es wird höchste Zeit mal hierher zu laufen und vielleicht probiert ihr dazu den heutigen Wandervorschlag. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei. Klarer Fall, nicht nur wegen der einladenden Worte, kann nur der Wanderparkplatz für den Schachwanderweg hinter der Borstendorfer Schule heute der richtige Startpunkt sein. Wollen wir doch zunächst dem Bambini-Wanderweg in Richtung Waldlabyrinth folgen. Doch wer jetzt voller Enthusiasmus die Felbergasse nach oben rennt, der macht garantiert etwas falsch. Einen kurzen Abstecher solltet ihr nämlich noch an die August-Bebel-Straße vor die Schule machen. Hier finden wir den am 1. Advent 2023 eingeweihten Weihnachtsberg. Die aus alters her von unseren Vorfahren bekannten Buckelbergwerke, Weihnachtsberge in heimischen Wohnstuben in unserem Erzgebirge waren quasi die Ideengeber für diese Outdoor-Variante, um damit die Tradition und eigentliche Weihnachtsbotschaft wieder stärker ins öffentliche Blickfeld zu rücken. Zudem einen weiteren Treffpunkt für die Menschen beispielsweise zu schaffen und nicht zu vergessen, etwas Neues gemeinsam zu gestalten, um das positive Ortsbild Borstendorfs noch stärker aufzubessern und verschönern. Viele Einwohner, selbst professionelle Kunsthandwerker, wirkten aktiv daran mit. Dennoch bleibt gespannt, was ihr hier jetzt seht, ist noch lange nicht das sprichwörtliche Ende der Fahnenstange. Bekanntlich sind die Borstendorfer nie um Ideen verlegen und es wird hier bald die nächste Attraktion geben. Ihr dürft neugierig bleiben. Auch wenn dieser Weihnachtsberg nur vom 1. Advent bis 2. Februar zu sehen ist, solltet ihr hier vorne nachschauen, denn darüber hinaus nicht nur zu solchen Festtagen wie Weihnachten und Ostern, sondern über das ganze Jahr gibt es hier schöne Überraschungen zu entdecken. Ich denke und hoffe, auch ihr seid jetzt in richtig guter, entspannter und friedlicher Stimmung und so machen wir uns wirklich auf den Weg, wie angekündigt, die Felbergasse hoch, dem Bambini-Wanderweg folgend. Wer nur bis ins Waldlabyrinth möchte, dieses ist, wie gut ausgeschildert zu lesen, lediglich 1,6 Kilometer entfernt. Ansonsten führt unsere gesamte Rundtour heute über reichlich 9 Kilometer. Dazu biegen wir nach ca. 100 Metern rechts in die Querstraße ein und können uns an den liebevollen Hinweisschildern erfreuen. Um irgendwelche Gerüchte gleich zu dementieren, ich bin kein Borstendorfer Einwohner, freue mich aber bei jedem Besuch unheimlich über den Einfallsreichtum, Ideen und Initiativen der hiesigen Bürger. Da können sich viele eine dicke Scheibe abschneiden. Doch vom Schneiden kommen wir auch nicht vom Fleck, folgen wir also der idyllischen Querstraße weiter, bis nunmehr an die Eppendorfer Straße. Diese könnten wir jetzt eigentlich überqueren, aber wer noch nie etwas vom Borstendorfer Orgelbauer Gödel gehört hat, der sollte unbedingt noch 50 oder 60 Meter nach unten gehen. Dort findet ihr das frühere Haus von Christian Friedrich Gödel und davor, besonders interessant für Kinder, diese Orgelpfeifen. Ihr fragt euch jetzt, was es damit alles auf sich hat? Da ich euch mit Wiederholung nicht langweilen möchte, solltet ihr euch im Anschluss unbedingt den Film über besagten Christian Friedrich Gödel und seine Orgeln anschauen. Doch nun wieder zurück und hinein in die Lippersdorfer Straße. Auch hier finden wir diese liebevoll gestaltete und nicht zu übersehende Ausschilderung, welcher wir natürlich sehr gerne folgen wollen. Keine Sorgen übrigens, der Name Straße ist ein bisschen übertrieben. Hier geht's tatsächlich ruhig und gemütlich zu und wer aufpasst, findet auch hier die tollen und informativen Häusertafeln, für die Borstendorf unter anderem ja bekannt ist. Bekannt, wie wir unterwegs und nicht nur an der Schule sehen konnten, Borstendorf ist reich an vielen schönen Besonderheiten.
Hier am Bauernhof Goethe entdecken wir erneut etwas. Unser Borstendorf trägt ja den Beinamen Schachdorf. Und so ist es selbstverständlich kein Wunder, wenn wir auch hier auf dem Bambini-Wanderweg den entsprechenden Figuren begegnen. Und logisch, für einen Standort am Bauerngut kann es nur das Pferd sein. Doch jetzt verlassen wir Borstendorf und die Zivilisation und steigen langsam sacht nach oben. Genießen nicht nur schöne Bilder rund um Borstendorf oder zur Krone unseres Erzgebirges der Augustusburg. Nein, auch wenn wir das Dorf hinter uns zurückgelassen haben, für Kinder, welche vielleicht noch keinen Sinn für die Schönheit des Wanderns haben die Borstendorfer einiges Schönes am Wegesrand errichtet. Beispielsweise diese Tafeln zum Bestimmen der Bäume und als ganz kreative Idee dieses Memory-Spiel. Die tollste Idee für meinen Geschmack, ein Selfie-Punkt mitten in der schönen Borstendorfer Landschaft. Wer von euch hat sich denn hier schon verewigt? Schreibt es doch bitte unten in die Kommentare. Ich bin gespannt. Bevor wir nunmehr in den Wald eintauchen, bekommen wir an Webersruh neben der Schutzhütte Ruhebank inklusive schöner Aussicht mit einem der Bauern eine weitere der Schachfiguren geboten. 400 Meter Forststraße stehen jetzt noch an und wir landen am sogenannten HA-Gedenkstein, unter anderem mit dem Schachkönig. Was es damit und den Wettinern auf sich hat? Bei der Suche nach dem Schachkönig und Lenin hatte ich euch bereits davon erzählt, also erspare ich mir, euch jetzt mit Wiederholung zu langweilen. Dafür gehen wir zunächst nach rechts, um nach knapp 100 Metern unser Waldlabyrinth zu erreichen. Allen, die sich nichts darunter vorstellen können, möchte ich euch einen weiteren Film zu diesem Thema ans Herz legen. Eine der Initiatorinnen, Frau Zickmandel, hat viel Spannendes darüber zu erzählen. Solltet ihr es tatsächlich geschafft haben, aus dem Labyrinth wieder nach draußen zu finden, können wir ja weitergehen. Möglichkeiten hier im Rödenbacher Wald zu laufen gibt es ja ohne Ende, wie ihr wisst. Heute würde ich euch empfehlen, zunächst zurück, am Scheißhäusel vorbei, wer vielleicht Bedarf haben sollte, zum HA-Gedenkstein zu gehen. Da wir uns nun einmal entscheiden müssen, wohin uns unser weiterer Weg führt, habe ich mich letztlich für den Halbrechten entschieden, welcher sich die nächsten knapp 1,5 Kilometer wie mit dem Lineal gezogen geradeaus führt. Vorbei an der früheren Sandgrube, ehe wir bald auf die nächste Kreuzung stoßen. Theoretisch könnte man hier auch links abbiegend schneller nach Borstendorf zurückkehren. Wir wollen jedoch heute die früher als Neue Straße, neuerdings wieder als Arbeitsdienstweg bezeichnete Waldstraße überqueren und noch ein Stück geradeaus gehen. Stoßen hier inzwischen auf eine blaue Markierung. Selbige gehört zum Rundweg Ebersbach, aber dazu in einem späteren Film mehr. Dann aufgepasst, im Winter ist es nicht schwer. Wir müssen diesmal links abbiegen. Geradeaus führte früher ein wunderbarer, lauschiger und idyllischer Pfad. Aber im Laufe der letzten 35 Jahre hat sich dort unten alles in sumpfigen Waldboden verwandelt. Ihr seht es, wir treten nunmehr aus dem Wald heraus, überqueren das Feld, um auf die Borstendorfer Straße zu stoßen. Und, welch schöner Anblick, wie ich finde. Über Borstendorf hinweg schweift unser Blick in Richtung Grünhainichen und zu der hier auf fast jeder Wanderung präsenten und sehenswerten Augustusburg. Die Straße überquert, bleiben wir noch eine Weile auf der blauen Markierung, hindurch durch ein kleines Waldstück und siehe, es bietet sich uns plötzlich ein ganz anderer Anblick. Nämlich auf der einen Seite einer der Eppendorfer Höhenzüge Ottensknochen, beziehungsweise gegenüber in Richtung Oederan mit quasi einem schönen Gruß aus dem kleinen Erzgebirge. Wir folgen immer weiter unserem Weg nach unten. Links finden wir mehrere kleine, aber ausgesprochen angenehme Teiche. Bei entsprechendem Wetter mit Gelegenheit zum Entspannen, ehe wir auf den Kohlbachweg stoßen, den wir links abbiegen.
Euch kommt dieser irgendwie bekannt vor? Richtig. Auf dem Weg zum Eppendorfer Bergmännel sind wir bereits diesen entlang gegangen. Zwar geht's zunächst auf Asphalt, aber die schönen Bilder ringsum können euch hoffentlich davon ablenken. Immer wieder witzig, wie klein beispielsweise von hier die Eppendorfer Kirche wirkt. Schwupps, schon sind wir bei der nächsten Kreuzung gelandet. Rechts müssten wir abbiegen, wollten wir zum Bergmännel oder gar weiter nach Hohenfisch, der Augustusburg. Aber heute sind unsere Pläne andere. Ergo gehen wir halblinks, wie angezeigt ist es nur noch 1 Kilometer bis zum Schachwanderweg. Laufen wir also gemütlich mit neuerlichen schönen Ausblicken, unter anderem in Richtung Leubsdorf-Kolonie. Kurz vor Wurzelbach, wie Leubsdorf-Kolonie im Volksmund genannt wird, könnte, wem die Runde heute zu kurz ist, geradeaus gehen, um beispielsweise die Rundtour um Leubsdorf noch anzuhängen. Wer jedoch nur die kurze Version bevorzugt, der biege erneut links ab, weiter in Richtung Burstendorf, über die Kuppe hinweg in die Senke und in diese zum Leben erwachte Idylle. Nach dem letzten Grundstück heißt es noch ein weiteres Mal aufgepasst, wir müssen rechts abbiegen. Wobei, verfehlen kann man die heutige Tour eigentlich gar nicht. Ihr seht, es ist überall richtig gute Ausschilderung. Wer sich jedoch nicht sicher fühlt, der kann wie immer die GPS-Daten mittels der Links zu Autoactive und Komoot gern herunterladen. Ihr findet diese wie üblich unten in der Beschreibung des Videos. Wobei mir gerade der Gedanke kommt, weiterlaufen. Es wäre bei dem schönen Anblick und der Bank eigentlich der ideale Platz für eine Mittagspause, oder? Gesättigt gehen wir den Feldweg, den Vogelherdweg, der bei Tauwetter wie heute ziemlich abgesoffen ist, immer in Laufrichtung weiter. Kurz vor der Leubsdorfer Straße möchte ich euch heute eine weitere neue Variante vorschlagen, nämlich links am Gläsberg hoch, mit den verschiedenen Ausschilderungen, wie gut zu sehen ist, überhaupt nicht zu verfehlen. Oben angekommen könnten wir beispielsweise auf der anderen Seite wieder in Richtung Bad oder Kulturhaus laufen. Wir wollen jedoch zurück zur Schule, orientieren uns also zunächst weiter am Schild Waldlabyrinth. Zwischen den Häusern werden wir auch weiterhin belohnt mit Blicken Richtung Höhenweg, mit dem früheren Skihang inklusive Skilift, über welchen wir ja auch schon in einem früheren Film gesprochen haben. Und so landen wir unversehens erneut an der Felbergasse, biegen rechts nach unten ab und sehen bereits unser Ziel, den Wanderparkplatz an der Schule.